Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es wieder mal um uns und das ist vielleicht das besonderste Video, was wir je gemacht haben. Bevor wir loslegen, darfst du uns gerne abonnieren und zwar hier unten. Weil das Video wahrscheinlich ziemlich lang wird, möchten wir euch ganz kurz sagen, um was in dem Video geht. Wir sagen euch erst so, was die peinlichsten Momente in unserem Leben waren, auch vor gewissen Bands und Dinge passiert sind. Danach kommen wir zu Hatern-Kommentaren, guten Kommentaren. Dann möchten wir euch tiefen Einblick geben in unsere Statistiken, wie viele Aufrufe, aus welchen Ländern, seit wann sind wir wie erfolgreich Abonnenten, also den ganzen Kram, den euch was wir auch interessiert. Was wir verdienen, das ist eine wichtige Zahl. Dann werden wir euch unsere amerikanischen Freunde vorstellen. Wir haben nämlich eine ganz große Fangruppe aus Amerika. Das Warum erklären wir euch auch gleich. Und wir werden euch am Ende dann noch sagen, was du 2020 machen solltest, auf jeden Fall als Christ. Und ein paar interessante Freunde, die wir kennengelernt haben. Breite Freunde, Zwinker-Smiley. Also der lustigste Fail, den ich finde, an den ich mich noch richtig gut erinnern kann, war, als wir dieses Pistenvideo gedreht haben in der Schweiz und der Stefan voll hingefallen ist. Kommt hier! Oh. 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 Kann ich Ihnen helfen? Also für mich war der schönste Moment im letzten Jahr, als wir das erste Mal auf einen unserer Veranstaltungen waren, wo wir gevloggt haben. Das war damals mit Planetshakers und ich persönlich bin ja Bassist und die haben ja einfach diesen grandiosen Bassisten auf der Bühne gehabt. Da können wir kurz Einspielung machen. Nee, jetzt ich. Mein krassester Moment war, als wir zum ersten Mal den Grand Canyon gesehen haben, weil so eine krasse Schöpfung kann nur ein Gott machen, Freunde, ne? Amen? Oh yes. Welchen meinst du? Just a joke. Also mein krassester Moment war eigentlich der erste Flug, den ich je hatte und zwar direkt nach Amerika. Und das habe ich natürlich mit euch geteilt. Besten Menschen, ne? Ja. Wir sind angekommen, Ja, ich als Young Leader muss ja sagen, mein bedeutendster Moment war wahrscheinlich, als wir Greg Rochelle, hier sein Instagram-Profil, Greg Rochelle gesehen haben und ich ihn aufnehmen durfte, mit ihm sprechen durfte und als wir zusammen mit ihm Liegestützen gemacht haben. Und dann später hat er in seiner Predigt über diese Situation gesprochen. Digga, was geht? Nächste Question ist, was war der peinlichste Moment unserer Geschichte? Wir waren bei Hillsong Young and Free auf einer Veranstaltung, natürlich Backstage. Wir waren am Essen, ich habe meine Kamera unterm einen Arm, dann mein Gimbal unterm anderen Arm und meinen Teller in der Hand mit meinem Besteck drauf. Und ich versuche das alles so zu balancieren, laufe am Tisch von Young and Free vorbei und mir fällt alles aus der Hand. Genau vor denen. Alle gucken mich an. Das war peinlich. Einer meiner peinlichsten Momente, ich habe viele, aber einer meiner peinlichsten Momente war, als wir am 4. Juli in der Odeon Arena in Amerika waren, habe ich gevloggt, ganz normal, ich meine, habt mein Video gesehen, aber dann da standen da 20 Cowboys oder so und die haben mich alle angeguckt und alle über mich geredet. Das war peinlich, weil ich die den ganzen Tag noch gesehen habe. Gut aussehende Cowboys. Als nächstes kommen wir zu unseren Hater-Kommentaren. Ist tatsächlich so, wenn ich auf YouTube gehe, ist oben diese kleine Glocke und da sind immer mindestens 9+ Nachrichten. Und die meisten, also 90% davon sind Hater. Also wenn ihr uns was Gutes wollt, dann kommentiert doch was Liebes. Wir fangen jetzt einmal hier mit den Hatern an. Also, wie Weiber immer die Opferrolle spielen. Als ob du Lust auf echte Arbeit hätten, wo man hart schuftet für Mindestlöhne. Das ist zudem von der Alex, die Minderjährige aus der Sexprostitution in Indien befreit hat. Also Digga, es gibt echt Alter. schlimme Menschen. Als nächstes haben wir für euch ein paar richtig gute Argumentationen, mit denen wir uns immer konfrontiert fühlen. Hier zum Beispiel Bibeldepp. Oder es gibt keinen Gott, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wie kann man so viel Bullshit erzählen? Sorry. Ist doch alles Judenmüll. Da würde ich echt nicht schreiben, sowas eigentlich. Ich würde mich gar nicht trauen, unter ein Video sowas zu schreiben, weil ich mich dann schlecht fühle. Ja, also ihr seht, also da ist schön viel Hate dabei, aber tatsächlich haben wir auch ein paar Leute, die was gut meinen mit unseren Videos. Und das seid ihr, unsere Freunde. Das ist natürlich toll. David hat ein Video gemacht zu dem Thema Komm Himmel in den Hund.
Zu dem Thema kommen Hunde und Tiere in den Himmel. Und da hat jemand geschrieben, danke, mein Hund kämpft gerade um sein Leben und deine Worte geben mir Trost. Ich habe so also dann ein weiterer Kommentar. Ich habe so Gänsehaut bekommen bei den Zitaten aus der Bibel. Ich habe vieles einfach noch nie aus der Sicht der Bibel gesehen. Ich habe sie selbst 100 Mal in meinem Leben gehört, also die Verse, aber erst bei Kirche 30 verstanden. Du erklärst das super. Amen. Ich bin ein Hübscher. Ja, natürlich so Kommentare wie Megaclip. Endlich jemand, der mich versteht. Also einfach vielen Dank. Und jetzt vielleicht was ihr gar nicht wusstet. Weil als wir unseren Kirche 30 Kanal gestartet haben, haben wir tatsächlich 8 Videos hochgeladen, wo ich tanze. Kommt mir jetzt ein bisschen komisch rüber, aber wir haben früher in unserer alten Gemeinde für Kinderdienst-Kinderarbeit gemacht. Meine Mama hat dazu ein Buch geschrieben und ich habe Bewegungslieder für Kinder getanzt. Und unser eines Lied glaube ich 4000 Aufrufe oder 5000, keine Ahnung, sau viele. Wir blenden es euch hier mal ganz kurz ein. Das würde ich als peinlichsten Moment nehmen. Das ist so peinlich. Stimmt, das fand ich auch. Aber da hat nämlich jemand geschrieben, 2020 und das Lied ist immer noch der Hit. Absolute Gute von Mike Müller-Bauer. Das ist so komisch, wenn ihr Zeit ist zu machen. Vielleicht, genau, also das ist so ein dunkler Moment aus meiner... Wären stark. Aber das einzige Video tatsächlich, was ich nicht veröffentlicht habe, das ist nicht gelistet auf YouTube, hat trotzdem 500 Aufrufe, ist bärenstark. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Und wie man... müsst ihr eigentlich mal durchlaufen. Genau, nein, und man hat so... Die Biete nicht tanzen. Nein, das werdet ihr auch nicht sehen. Das kommt man nur, wenn man auf unserer Webseite ein bisschen rumsucht, dann kommt man drauf, aber naja. Wir verlinken es. Gucken wir mal weiter. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, auf was euch am besten gefallen hat im letzten Jahr. Ich möchte ein paar vorlesen. Christen auf einem Date, das haben die 2 gemacht, richtig nice. Und auf unsere Zukunft. Ich wollte mal fragen, wie du so zum Thema Sex vor der Ehe stehst. Tabitha beim ersten Arbeitstag mit der Zeichnung evangelisiert hat und der Stift am Ende runterfiel. Du stehst hier. Zwischen euch ist die Sünde. Das ist böse. Kann nur Jesus verbinden. Da musst du drüber. Konnte ich persönlich nichts dafür. Das war ein süßer Moment. 5 Fakten über Weihnachten ab Minute 2. Keine Ahnung, was es ist. Wir spielen es jetzt mal ein. 30 Millionen Euro. Bruder, ich muss groß. Evangelisation als Christ, Minute 1,18 bis 1,50. Und bitte abonnier uns, wenn du das möchtest. Punkt Nummer 1, Evangelisation ist ein Akt der Liebe. Liebe muss das bestimmende Merkmal jedes Nachfolgers von Jesus sein. Johannes 13,35. Danke an Awakening Call. Todvorbereitung 3,10. Deine Gesangseinlage. Danke Lukas. Da kennt ihr das Lied. Das steht in Hebräer 2,14 bis 15. Und ich lieb. Die Firmung von Tabitha, das war eine ganz tolle Geschichte. Eure lockere und entspannte Art. So richtig rein um alles spielen. Das war's. Das war's auf Instagram. Dankeschön. Also an die jetzt eins geschrieben haben und wir jetzt nicht beantworten mehr konnten. Tut uns wirklich leid. Wir lieben euch trotzdem. Menschen, die wir kennengelernt haben, den Bobby, Insta-Name hier, getroffen haben und Greg Rochelle bei der letzten Willow-Konferenz. Und der Bobby, für die, die es nicht wissen, der hat die YouVersion Bible App programmiert mit aktuell, ich glaube, 400 Millionen aktiven Nutzern. Boom! Und halt Greg Rochelle, einfach einer der gigantischsten Pastoren aktuell. Echt so. Wir haben die O-Pros kennengelernt, aber 2 ganz tolle Leute, die sehr, sehr locker sind. So wie wir. Wie viele Heiratsanträge hast du schon bekommen? Wie viele Heiratsanträge habe ich schon bekommen? Tatsächlich habe ich mal einen bekommen. Nach einem Konzert habe ich mal einen Heiratsantrag bekommen. Ich hoffe, der war nicht ernst gemeint, aber das war sehr witzig. Sie hat sogar einen Ring gemacht aus so Holz geflochten, also mehr so Ästen. Und ich habe ihr ein eindeutiges Vielleicht gegeben. Quasi ein momentanes Nein, aber du weißt ja nie, wie sich Dinge entwickeln. Ich kann ja jetzt nicht Nein sagen. Vielleicht treffe ich sie in 20, hoffentlich nicht, sagen wir mal in 2, 3 Jahren und dann, ja.
Und ich habe noch ein cooler Moment auch meines Lebens. Der Schlagzeuger von Elevation Worship, wir sind da rausgekommen und der hat seinen Tourbus nicht mehr gefunden, weil er schon um die Ecke gebogen war. Ich spiele das hier mal ein. Just standing there like, where's our bus? Ja, das ist echt gut. Und die andere Person, der breiteste Pastor Deutschlands. Ich habe immer ein bisschen Angst, das ist vielleicht das falsche Wort, aber der ist breit, ja. Wenn du das siehst, du bist breit und tätowiert und ich habe immer so vorgestellt, dass er so tiefe Stimme, so tief männlich. Du bist männlich. Aber es war einfach voll sympathisch. Also voll sympathischer Dude. Wir haben zum Mittag gegessen und so richtig locker. Und ich hatte dann nach ein paar Minuten, ein paar Stunden auch gar keine Angst mehr. Also jetzt erst die Statistiken. Als ich das heute rausgesucht habe, eine der krassesten Statistiken überhaupt, dass wir insgesamt 2,1 Millionen Impressionen auf unserem YouTube-Kanal hatten. Krass. Impression ist, wenn du jetzt eingibst Offenbarung, da kommt unser Video auf 1, 2 oder 3 irgendwo und du klickst nicht drauf, du siehst es, dann ist es eine Impression. Heißt 2,1 Millionen Menschen haben unsere Thumbnails gesehen. Genau, oder du bist auf dem Home-Display und dort gibt es ja immer, wenn du runterscrollst, die Videos, die so anfangen zu laufen. Das wäre auch zum Beispiel eine Impression. Ja. Eine ganz interessante Sache ist zum Beispiel auch, dass wir normalerweise immer viel mehr Frauen auf unserem Kanal hatten als Männer. Normalerweise hatten wir immer 2/3 Frauen auf unserem Kanal und 1/3 Männer, ja, logisch. Aber das hat sich irgendwie im letzten Monat verändert. Jetzt haben wir 60% Männer und 40% Come on, Frauen. guys. Und ich verstehe es nicht. Frauenpower! Ein wenig Frauenpower! Hallo, was Fühlt euch nicht passiert mit euch eingeschüchtert. Frauen? Gefällt ihr euch nicht mehr? Das ist traurig irgendwie. Unsere meist erreichtesten Länder. Also natürlich ist auf Platz 1 Deutschland mit 150.000 Aufrufen. Und Freiheit. Das werden wir doch gesperrt. Wegen GEMA und so. Und auf Platz 2 die Schweiz mit 8.300 Aufrufen. Schweiz. Österreich mit 7.000. Aber interessant, die Vereinigten Staaten auch schon auf Platz 4 mit 2.400 Aufrufen. And the home of the brave. Dann Malta, Ukraine mit 344 Aufrufe. Katar, okay, wegen dem Kobe. Italien, Portugal, Mexiko, Niederlande, Indonesien, Kanada, Vereinigtes Rös Wird nicht alles Nein, der macht das so. und Rumänien mit 20 Aufrufen. Genau, also aus diesen Ländern, das hat mich echt beeindruckt, als ich heute Morgen diese Analytics gesehen habe. Weil die meisten von diesen Menschen verstehen doch gar kein Deutsch. Stimmt. Sie sind locker unterwegs. Zu Alter. Also Alter unserer Zielgruppe. Denn Zielgruppe, das bist du. Nur 1,1% der Menschen sind anscheinend 13 bis 17 Jahre. Ich glaube, das ist keine richtige Angabe. Ich glaube, bitte ihr gebt gebt doch euch richtig- alle Ja. älter einfach aus. Videos, die ab 18 sind nichts für euch. Nee, aber schreibt mal in die Kommentare, wie alt ihr seid. Es würde uns jetzt mal echt interessieren, wie alt unsere Zielgruppe wirklich ist. Das ist true. Ne? Weil 1,1%, das stimmt nicht. 15. Dann 18 bis 24 sind 30%, das wäre eine realistische Angabe. 25 bis 30 Jahre auch nochmal 30%. Und danach halt nochmal so ein paar gequetschte, ne? Gequetscht. Die sind nicht locker unterwegs. Zu unseren bekanntesten und beliebtesten Videos. Die 7 Gründe, weshalb du mit Sex vor der Ehe warten solltest. Danke. Wir erreichen bald die 10.000 Aufrufe mit unserem ersten Video. Come on. Ja. Danach die Offenbarung in 5 Minuten mit 8.000 Aufrufen. Reinhard Bonke mit 8.000 Aufrufe. Kampf gegen Dämonen mit Danke, Reinhard. auch mal fast 8.000 Aufrufe. Was eine ganz Frieden. interessante Sache auch ist, mittlerweile haben wir, ich glaube, fast 40 Videos mit über 1.000 Aufrufen. Das ist eine schöne Zahl für uns, weil wir uns dadurch geehrt fühlen. Ja. Okay, wir haben mittlerweile fast 1.800 Abonnenten. Also bitte helft uns noch die 2.000 in dieser Woche zu erreichen. Das fänden wir cool. And your Zudem friend. auch, was ihr alle gewartet habt. Was verdienen wir als YouTuber? Come on. Millionäre! Jetzt wird's excited. Und wir zeigen es euch wirklich, ja? Nach der Werbepause. Ich habe noch nie Geld. Hast du davon noch nichts gesehen? Ja, kein Wunder. Unser geschätzter Umsatz, den uns YouTube verraten hat, ist ganze 77 €. Let's go! Seit wann? Seit wann? Seit Mitte Dezember, glaube ich. Also in den letzten 4 Monaten haben wir 77 € verdient. Als ob wir Geld Brutto gleich netto. Nein, nicht ganz. Aber wir versteuern unser Einkommen, solltest du auch tun.
Aber wir haben in unseren Analytics, seht ihr auf Joshuas Gesicht jetzt, in der letzten Zeit, in den letzten 2 Wochen, fast das Dreifache an Aufrufen generiert. Also danke an euch. Eine Sache, die mir noch am Herzen liegt mit den Analytics, ist 77,1% der Menschen, die unsere Videos schauen, haben nicht abonniert. Geil. Wir hatten mal ein bisschen locker. Der fährt wieder weg? Die abonnieren ja nicht, was wir machen. Da kann ich auch gleich gehen. Nee, da Gar könnt nicht ihr auch mehr eigentlich die drauf. Videos Was auch soll einfach denn hier bleiben. Also, und jetzt, warum haben wir eigentlich so einen großen Fanclub aus Amerika? Also der Grund dafür ist, dass wir in einer amerikanischen Gemeinde sind und daher unsere ganzen amerikanischen Freunde kommen, die natürlich auch Fan von unserem YouTube-Channel sind. Und um unsere Freunden jetzt mal ein bisschen wieder was zurückzugeben, danke, dass ihr uns unterstützt als unsere Freunde. Ihr könnt alle unsere Freunde werden. Wir machen unten einen Link rein, 5 € im Monat. Haben wir einfach ein paar wirklich Und Freunde. sie haben es auch echt auf Deutsch versucht, deswegen Ja. gebt ihnen ein Like dafür. Wir schauen uns das jetzt mal Definitiv. an. Ich schaue Kirsche und 30 Videos. Hallo, mein Name ist Sam und ich schaue Kirsche U30 Videos. Sie sind so gut, so gut. Ja, okay. Dankeschön. Tschüss. My name is Sam. Warte, We love you. Okay. Okay, was wir gelernt haben in unserer einjährigen Karriere, also wir sind ja jetzt schon lange dabei. Okay, also eine Sache, die wir am Anfang immer gehört haben, war, wenn man sich nicht für das schämt, was man am Anfang gemacht hat, hat man zu spät angefangen. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall erfahren. Check. Hier mal ein kurzer Einspieler. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Joshua Wesley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Joshua Wesley und Schaut euch einfach mal das Licht an, ja? Was sind das für Schatten? Schaut Warum euch ist es den so dunkel? Ton an. Schaut euch Ton. mich an, wie Warum? ich da performe. Das ist schief. Das Bild ist schief. Hey, was für Dings. Und dann Ja, jetzt das im hast du Vergleich, schaut euch das an, wie es jetzt aussieht. herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin Joshua Wesley und Da geht ja noch das Herz auf, oder nicht? Also ich sehe keinen Unterschied. Ich auch nicht. Joshua, werd mal ein bisschen lockerer. Also auf der einen Seite haben wir uns durchaus technikmäßig weitergebildet, auf der anderen Seite aber auch contentmäßig und du wirst einfach besser nach so einem Jahr. Ja, aber ich muss auch sagen, das Ganze geht natürlich auch noch auf eine ganz andere Ebene. Ebene. Ewe. Und zwar lernt man viel mehr so auch von seinem Glauben, sag ich jetzt mal, preiszugeben. Weil zum Beispiel in der Schule, alle kennen eigentlich Kirsche U30 so in meinem Umfeld, so in meiner Ja. Stufe. Und es kommt einfach auch oft vor, dass irgendwelche Leute mich irgendwas dazu fragen. Und es ist so gut eigentlich, das preiszugeben. Und deswegen, Ja, da kommen viele gute Bei uns Gespräche schreien auf, sie immer ne? durch die Schule bei mir, ey, Kirsche U30! und deswegen, Cooler Über. Deswegen, was wir dir mitgeben wollen, wir möchten jetzt hier keinen Pitch machen, aber wir glauben, du solltest genauso wie wir auch einen YouTube-Kanal aufmachen. Nicht, dass wir mehr Konkurrenz bekommen oder andere. Und das ist nämlich ziemlich cool. Das ist auch, was wir im letzten Jahr gelernt haben, ist, dass unter den christlichen deutschen Influencern YouTube-Kanäle, die leider alle noch nicht so groß sind, wie jetzt, wenn man sich große amerikanische christliche Influencer anguckt, sind wir lang nicht. Unsere größten sind eine Jana mit 20.000 Amerika, die haben ein paar Millionen. Jason Gabriel zum Beispiel. Aber wir möchten dich ermutigen, mach deine Meinung auch ins Internet. Du kannst es auf Instagram machen, du kannst es auf YouTube machen und das ist überhaupt nicht aufwendig. Du brauchst einfach nur ein Handy und dann kannst du Menschen mit der Botschaft erreichen. Und ich möchte einfach ermutigen, mach auch einen YouTube-Kanal, weil so können wir versuchen, ganz, ganz vielen Menschen die Botschaft zu bringen, weil wir erreichen momentan nicht 80 Millionen Menschen, Diana auch nicht und du hast vielleicht 100 Menschen in deinem Umfeld, die dir helfen können, einen YouTube-Kanal zu kreieren, die das gucken werden und dann wirst du immer erfolgreicher und vielleicht bist du der größte neue deutsche Influencer und du hast es wegen dem Video gemacht, weil wir dich ermutigt Oh, dann haben. wäre ich voll stolz. Dann werden wir richtig stolz. aber selbst wenn ihr nur eine Person erreicht durch Das lohnt euer Instagram oder eure Videos oder sonstiges, egal was ihr macht, dann ist es schon ein Riesensegen und dann habt ihr schon was Großes bewirkt. Ja. Bewirkt. Ja, let's get digital, guys, and that's what we want to say. So, ja, das war einfach das, was die Kameras ausgegangen, dummerweise. Deswegen, genau, es passieren selbst uns noch so Sachen. Deswegen fang an,
geh da raus, besonders jetzt in Corona-Time, we got some time. Und du kannst damit echt was Cooles anstellen, anstatt nur Netflix selbst zu konsumieren, produzieren wir selbst Netflix. Ja, oder selbst, wenn ihr unter eure Instagram-Fotos einfach einen Bibelvers schreibt oder einmal was in eure Story postet, das ist schon sehr viel wert. Wir sind alle Influencer für Jesus. Oh, ja. Amen. Und wir sind dankbar, dass wir ein Jahr mit euch unterwegs waren, dass wir täglich neue Abonnenten dazu bekommen auf Instagram, auf YouTube. Beste Community. We love you. Amen. Und das einfach bedeutet uns super viel. Das bedeutet uns so viel, wenn wir alles kennenlernen durften im letzten Jahr. Und wir sind so gespannt, was uns Gott... wir haben noch einen Punkt. Was haben wir eigentlich sonst noch für Projekte? Wir brechen das Epische gerade mal jetzt hier ab. Warte kurz, ich hab noch was zu sagen. Und es ist nicht mehr lang, bis wir unsere ersten Merches rausbringen, was? Hä? Ja, das kommt bald, Leute. Okay, aber Guys, wir wurden jetzt erstmal etwas kritisiert in unserem Video, als wir gesagt haben, wir sind Kirche U30. Da steckt noch deutlich mehr dahinter, um euch das mal ganz kurz zu sagen. Also genau, einmal natürlich Mama und Papa. Mama, wenn du das siehst, hab dich lieb. Ja. Und ich bin stolz, sein Kind zu sein. Ohne die würden wir hier nicht sitzen, weil die haben diese Bank gesponsert. Und generell unser Leben. Und wir werden nicht so, wie wir jetzt sind. So, psch, okay. Sind unsere Eltern auch bei Kirche U30 viel dabei? Sie schreiben Content auf unserem Blog. Schreiben meine Videos. Schreibt euch das Videos. Joshua, willst du es weiter ausführen, den Blog vielleicht? Ja, ganz kurz. Also wir haben eine Internetseite, da stellen wir alle Beiträge, die wir auf YouTube hier haben, aufs Internet. Und auf unserem Blog sind um die 1000 Leute jeden Tag. Ziemlich cool, 30.000 Menschen. Und das Coole ist, 10.000 davon, 15.000 davon im Monat aus Indien. Wir supporten da die Christen. Das ist eine ganz coole Sache. Mami, du bist unser Held! Okay, zusätzlich haben wir noch das Projekt... Psst. Alter, Bruder! Okay. Zusätzlich haben wir noch das Projekt Lifelong am Kommen, beziehungsweise schon da. Da hatte Joshua schon mal kurz was angesprochen, das ist unsere App. Praise the Lord. Wir haben eine App gemacht, die dir als Paar hilft, deine Beziehung weiterzuentwickeln durch einen Test. Weil als Paar. Wir haben eine App gemacht, da kannst du einen Test machen und du misst sozusagen Beziehungsqualitäten und siehst, okay, wo sind Schwächen, Stärken deiner Beziehung, wir helfen dir weiterzumachen. Und dazu haben wir einen Online-Kurs, den Link machen wir natürlich auch unten für euch rein, 14 € im Monat und da kriegst du echt richtig nice Content für deine Beziehung. Unser englischer YouTube-Kanal. Ja, wir haben The Rice Fam mit unserem Freund Kobe. Whatever. I don't know what you want. That's the question. That's the real thing. Hallo! Unser Freund Kobe ist gerade in Katar stationiert. Das heißt, es ist warm bei ihm. Es ist warm bei uns. Wir frieren uns hier echt alles ab. Ne? Und er macht immer hauptsächlich Vlogs, also was sein Leben gerade so bewegt in Katar als Air Force Mensch. Und wir probieren mit unserem Englisch, unser Content dort auch ein bisschen kurz auf dem Kanal. Deswegen machen wir das zusammen. Auch einer unserer peinlichsten Momente. Auf jeden Fall. Welcome to our channel. We are the Christ Family. Jo, wir haben noch Instagram, ne? Und wir haben TikTok, hallo? Oh, ja. Unser neuer TikTok-Kanal ist natürlich, wird auch verlinkt in der Infobox unten und dann let's go, follow. Wir haben Musik, aber das noch recht am Anfang. Wir haben einen Musikkanal, heißt Easy und Josh. Da werden wir einfach Musik, wir haben ein Weihnachtslied produziert, halt das ein Lied, das wir hochgeladen haben, Qualität ist so okay. Ja, ist gut. Hat da über 1000 Aufrufe, wir haben 80 monatliche Hörer. Da ist ganz süß dafür, dass wir ein Lied hochgeladen haben, ein Weihnachtslied. Das sind immer noch 80 Menschen im Monat. Ja, wir müssen essen gehen, wir müssen Kalorien aufbauen. Aber danke, dass ihr uns unterstützt, Leute. Das ist bedeutet. We love you. Uns viel und see you next time. Aber Leute, echt cool. Oh, Mist, hast du einen Schlüssel? Echt nice, dass ihr uns unterstützt. Ohne Witz. Toll. Also Leute, danke. Ohne Witz, ist cool, dass ihr dabei seid. Wir bedeutet uns wirklich viel. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist eine coole Sache. Leute, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wir bauen jetzt hier ab, es ist nämlich eiskalt. Aber danke, dass ihr immer für uns da seid. Ich wollte jetzt hier gerne noch das Abschluss machen. Danke. Und bleibt wirklich dran, ja? Der Glauben und alles, was sonst noch dazugehört. Ist der Fokus auf automatisch? Nee, das ist Warum bin ich das heißt, das ist jetzt voll unscharf, Leute. Aber danke, dass ihr uns unterstützt. Leute, fangt an. Lasst uns Gott in die Welt bringen. Es wird eine gute... Okay.
Tschüss. Also willkommen, setz dich auf die Couch, mach noch ein paar Fotos, dann machst du noch ein paar Fotos von mir. Ich finde